Moin, wir starten rein mit ein paar interessanten Updates rund um YouTube. Fangen wir an mit den sogenannten Live-Reactions. Manche lieben sie, manche hassen sie. Mich persönlich stören sie ein bisschen. Allerdings bekommen sie jetzt Analytics. Das heißt, falls ihr die Live-Reactions noch verwendet und sie euch nicht den halben Chat verbauen, dann könnt ihr jetzt sehen, welches der Analytics wie verwendet wurde und vor allem auch, wo entsprechend viele Live-Reactions verwendet wurden im Verlauf des Streams. Finde ich, ist eine ganz sinnvolle Geschichte, wenn man denn die Live-Reactions nutzt und sie nicht mittlerweile ausgestellt hat, weil sie eigentlich mal überarbeitet werden müssten. Gut, bleiben wir in den Analytics, gehen rüber zu den neuen bzw. wiederkehrenden Zuschauern, denn hier kann man jetzt die Impressionen unterteilen nach diesen beiden Kategorien und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ist tatsächlich aktuell im Rollout, mein Kanal hat es noch nicht, beziehungsweise meine Kanäle haben es noch nicht, aber ihr könnt ja schon mal in die Analytics gucken, ob das bei euch angezeigt wird und auch mal vielleicht so ein Resümee ziehen. Ne? Funktionieren eure Thumbnails besser bei Subscribern oder bei Returning Viewers oder eher bei neuen Zuschauern? Ja? Vielleicht kann man dann ja auch mal sagen, okay, wir haben zwar jede Menge Aufrufe von oder Impressionen bei neuen Zuschauern, aber die Thumbnails stimmen nicht so ganz. Vielleicht mal eine Thumbnails schrauben. Ne? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Machen wir weiter im Bereich Livestreaming. Da haben wir direkt mehrere Updates. Starten wir rein mit den Superchats. Superchats Likes sind jetzt komplett ausgerollt. Das heißt, falls ihr Superchats benutzt, kann man jetzt diese Superchats auch liken in euren Chats. Und Superchat Threads, das heißt Antworten auf Superchats, die rollen aus von Mitte April bis Anfang Mai. Und ja, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Wie seht ihr das? Nutzt ihr Superchats? Streamt ihr viel auf YouTube? Gerne damit auch eure Meinung in die Kommentare. Ne? Und würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst uns da gerne drüber quatschen. Gut, bleiben wir direkt beim Livestreaming noch. Und dort haben wir signifikante Verbesserungen in der Latenz. Ist tatsächlich gerade ein Experiment, was in Korea getestet wird. Und zwar sollen hier bis zu 30% bei Ultra Low Latency noch die Latenz verringert werden. Das heißt, wenn wir vorher nur 1 Sekunde hatten, haben wir jetzt 0,6 Sekunden. Das mag jetzt vielleicht nicht so viel erscheinen, ist aber gerade in Richtung normale Latenz, wo es dann zwischen 20 und 30 Sekunden hin und her schwankt, schon wieder wesentlich interessanter. Ich bin gespannt, wann und ob dieses Experiment auch überschwappt zu den anderen Märkten. Ich nehme an, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Ich gehe aber auch davon aus, dass diese Experimente noch ein bisschen weitergeführt werden. Vielleicht kann man noch ein paar Prozent rausholen. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche zu einem weiteren Patch Rundown wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.